Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play L.A.Noire. Im letzten Part haben wir uns den Auffahrunfall, ich sag immer Auffahrunfall, nein, es war Fahrerflucht, haben wir uns die Fahrerflucht ein bisschen genauer angeschaut und sind jetzt zu dem Beschluss gekommen, dass es gar keine, rein theoretisch gesehen, keine Fahrerflucht war. Ja, doch schon, aber das Opfer ist nicht dadurch gestorben, das will ich dadurch sagen. Es wurde ermordet und, tja, das wollen wir uns jetzt mal hier ein bisschen... Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand Nice of you jury. to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, You had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I had nothing to do You with think it. I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! Verdient hat's es. It's too late, Sabo. Dennoch, dich krieg ich. Die eine hat's ja verdient, dass er erschossen wird, ganz ehrlich. Hat sie fix. Sabo, stop or I will shoot. Bleib da, ich krieg dich. Der ist so schnell. Gottes Willen, der ist echt fix unterwegs, du. You come any closer and I will pull the trigger. How long do you think you can hold out? You want to back off right now. Don't test me, goddammit! Help me! So, ich glaube, das wäre auch erledigt. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Hätte sie es auch machen können, dass er nicht dabei stirbt? Ich bin, gut, ich bin halt der absolute King, halt, Kopfschuss und so. Ich meine nur, hätte ich jetzt auch irgendwie anders zielen können? Ich weiß nicht. So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Gefundene Hinweise 8 von 9. Frage richtig, nur 5 von 8. Was? Fahrzeugschaden? Oh Gott. Sachschaden 200. Oh Gott. Noch ein Besuch in Race hätte gezeigt, wie weit Leroy gegangen wäre, um dem Gefängnis zu entgehen. Okay. Wie noch ein Besuch in Race hätte gezeigt... Kapiere ich jetzt nicht, aber egal. Verdienstvoll auf jeden Fall. Ich war gut, okay. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting.
Also aus diesen Rückblenden werde ich noch nicht ganz schlau. Das gefallene Idol. Wieder ein neuer Fall. Schön. Oha. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. He beat her up bad. So when I found him... Okay. See you later, fellas. Try not to work too hard. Das könnte interessant werden. Tear to my eye watching my caterpillar grow wings. I'm just trying to fit in. Das könnte interessant werden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die wirklich unter Drogen waren oder... Naja, wir haben ja gerade gesehen, was passiert ist. Es war wieder Mord. Allen Anschein nach. Nein, halt, steig mal aus. Wohin denn überhaupt fahren? Ich muss doch nur eigentlich auf die andere Straßenseite. Da, Cola King Schild, da soll es passiert sein. Hier soll es passiert sein. Und hier ist auch die Zielflagge. Also das heißt, ich gehe jetzt einfach mal... Geht's mal aus dem Weg. Kommt's. Weg da. Keine Zeit für euch. Ich muss einen Fall lösen hier. Mord und so. Ich bin Detective Conan. Geht mir aus dem Weg. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, das sieht gut aus. Ah, das sieht sehr gut aus. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the 2 of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Okay. This ain't the red carpet, so get out of my lane. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Die geht hart ran, okay. Ja, das ist... Ich mag es hart und schmutzig. Gut, aber vorher wollen wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Komme ich hier irgendwie... Hier, ich will da runter. Da sind schon ein paar Idioten unten. Da will ich hin. Bevor ich hier mit der Fahrerin rede. Weil die will mir dann sicherlich wieder irgendwas verheimlichen und... Nee, du, da will ich ihr dann mal lieber das Gegenteil beweisen. Oh, hallo. Hier kann ich entlang. Ah, hi, hast du irgendwas zu sagen, du? Hallo. Ich soll mit jemand anderem sprechen, also soll heißen, du willst nicht mit mir reden. Du fühlst dich jetzt cool, oder was? Fühlt sich doch cool. Ja, das sieht doch schon besser aus. Oh, unser Gerichtsmediziner ist wieder da. Hi, hast du irgendwas zu sagen? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Was zum Geier? They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag.
I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Aha. Ja, Vergewaltigung hier anscheinend, eventuell. Unter Umständen, okay. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Liebe Jace, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du brauchst dir keine Sorgen wegen Vater machen, es ist alles vergeben. Temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch ein sehr kleines Mädchen. Und er liebt dich. Ich weiß stets, was er gesagt hat, nicht so gemeint hat. Ein gutes, anständiges Mädchen passt nicht nach Hollywood. War auch mal 15, ich wollte wie Clara Bow sein. Schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe ich erkannt, dass ich mit so einem Leben niemals glücklich geworden wäre. Du wirst das eines Tages auch erkennen. Ich bin sicher, Tante Juni passt auf dich auf, aber mach dir Sorgen um dich. Mach mir einfach Sorgen um dich. Kannst du deine alte Mutter, die Welt ist sehr gefährlich, Ort für junge Mädchen. Vor allem für solche, die nach den Sternen greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber manchmal verdecken sie eben Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Ich muss das so oberflächlich lesen, weil es geht so schnell immer weg, dass... Ja. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Emma wird so hübsch und kleine Molly ist genauso süß, wie du in ihrem Alter warst. Brauche eine große Schwester, die auf sie aufpasst. Liebe Jessie, bitte komm nach Hause. Ich habe Angst um dich. Das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches passieren wird. Oh. Ich weine jede Nacht um dich. Deine Mutter Camille Hamilton. She's a long way from home. Okay. Gut, mehr gibt's da nicht. Was haben wir da? Ist das Nummernschild? Ja, es ist ziemlich verbeult. Muss doch noch irgendwas geben. I'm stumped. Ideas? Ja, finden wir schon This was. is a big scene, Phelps. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Let's go see the coroner. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Also da ist Blut. Okay, was ist hier unten? Das sehe ich jetzt gerade nichts, aber das schaue ich mal von der anderen Seite noch an, weil wir haben ja in der Vorschau gesehen von dem Fall, dass er hier was gemacht hat, der Täter. Vielleicht kann man ja hier noch... Nein, allen Anschein nach nicht. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Bis jetzt... What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Aha! Another day, another dollar. Interessant zu wissen. Okay. Someone managed to tip their ride straight off a cliff. If the driver's in a fit state, we should ask. Okay, jetzt sollten wir mal die anderen fragen, weil das Signal hat ja gerade wieder gezeigt, dass ich alles habe. Dann gehen wir mal hoch und reden mal mit der Fahrerin. Irgendwas stimmt hier nämlich ganz und gar nicht, vor allem wegen diesem Schrumpfkopf. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. This is awful. Just awful. Why can't we get any closer? So.
hinten nur ein paar Schaulustige. Kann ich vorher noch mit Mrs. dir reden? McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of You? Beast of... I don't like. Keep out of this. Das könnte interessant werden. Was ist denn das für eine aufgetockelte Schnepfe? B-Movie-Schauspielerin, Fahrerin des Unfallfahrzeugs. Ja, ja, ja. Du siehst so aus, als ob der Chirurg irgendwie bei dir einen riesigen Fehler gemacht hat. Also den Prozess gewinnst du auf jeden Fall. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Soll ich dir jetzt glauben? Na gut, nach K.O.-Tropfen erinnert man sich nicht wirklich. Das ist schon wahr. Verarbeitung von Drogen- und Mordversuch. Die Bildung und Werbeschild gefahren. Ich glaub's dir mal. Who drugged you, Mrs. McAfee? You really are cute, detective. But a little too naive for my taste. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Wie heißt du? June Ballard, genau. Du kannst mir mehr sagen, komm. How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. Sag mal. We found a shrunken head that was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Nee, nee, nee. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Okay. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Ich bin Mrs. kurz. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm being taken in? Ja. You could say that. On what grounds? On the grounds that you are under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Gottes Willen, erschießt die mal einer, bitte. Okay, ab zu dem kleinen Kind. Es lief jetzt nicht gerade
so prickelnd, sage ich jetzt einmal. Das lief ganz und gar nicht prickelnd. So, kann ich jetzt irgendwo wieder runter? Ja, hier vorne. Ja, nicht gegen den Baum rennen. Hier. Okay. Ich würde mal sagen, da fahren wir aber hin. Das holen wir uns mal kurz unser Auto. Ich glaube, das war die falsche Treppe. Ja, ich hätte drüben gehen müssen. Aber ist ja okay. So, da vorne steht mein Auto. Laut Karte jedenfalls. Und ich sehe es doch schon. Hey, da ist es ja. Ach so, das ist die Klinik. Mein Auto stand bei der Klinik. Na, sowas aber auch. Gut. Gehen wir nicht aus dem Weg hier. Gehen wir mal rein. Hello, Detective Phelps. Here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. You can't hold me here. No, I don't need to be manhandled by a doctor. I need my lawyer. Hey, where is the telephone? Do Das you know who I am? klingt ja sehr gut. Feeling better since this morning, Jessica? A little. My head still feels swimming. Was haben wir hier? Doubt it. Stinknormales Comicbuch. Okay, Einlieferungszeit 2:45 Uhr. Jessica Hamilton. Hier, Spuren von... Oh! Oho! You're making me uncomfortable. Just standing around here looking at me and not saying anything. Oho! Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Okay, erzähl mal. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Es muss was passiert sein, Süße. Du lügst. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Doch. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Okay, jetzt wird's interessant. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Schwachsinn. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us?
Please, Detective, why would I lie to you? Sie vermisst dich, Schnuffi. Guck mal, ich hab den Brief von deiner Mama. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Okay, bis jetzt läuft's ja gut. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Machen wir nochmal Mr. Bishop getroffen. June ist ein berühmter Filmstar, das wissen Sie wahrscheinlich. Sie macht einen neuen Film. Kann ich ihr das Gegenteil beweisen, dass sie... Ich glaub ihr nicht. You're making me uncomfortable. Just standing around here looking at me and not saying anything. Es mag sein, aber... Soll ich dir glauben? Ich kann dir nicht das Gegenteil beweisen. Ich glaub's dir mal. What do you know about Bishop? He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of the camera with the lights turned on you. Ja, ich hätte es doch anzweifeln sollen. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Das glaube ich dir wiederum nicht. Jetzt ist nur die Frage, anzweifeln oder kann ich dir irgendwie das Gegen... Ja, ich habe hier den Beweis. God damn it, tell the truth, Jessica. I am telling the truth. I don't know where the place is. I barely know this city. Guck mal, ich habe hier... I think you should leave now. You're being horrible to me. Verdammt! Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Okay, die glaubt nur in ihre Rolle. Es lief jetzt auch nicht so toll. Die ersten beiden Fragen liefen top, aber... Tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. There she goes. Come on. Oh, warum muss ich schon wieder fahren? Du kannst doch besser fahren als ich! Entschuldigung. So. Ballard is definitely up to something. Too close, Phelps. Way too close. Ja, 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 lalalala. Aha. Okay, ich darf hier nicht so nah auffahren. Gar kein Problem. It's the tale of this town.
Dann fahre ich dir das nächste Mal nicht so auf. Allerdings habe ich gerade gemerkt, dass der Part schon lange vorbei ist. Schon ganz lange. Und ja, ich würde mal sagen, im nächsten Part verfolgen wir sie dann mal nochmal und finden mal heraus, was die schon wieder so alles geplant hat. Was die schon wieder vorhat. Das erfahren wir im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann Let's Play L.A.Noire für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.